So meine Freunde, willkommen zu unserem neuen Video. Und zwar rüsten wir dieses Mal meinen S2 auf Bilstein B6 um. Das wäre eigentlich ganz einfach, funktioniert wie beim alten Golf. Allerdings hat sich Porsche wieder was einfallen lassen. Im Gegensatz zum alten Golf, wo die Federbeine verschraubt waren, sind sie beim Porsche verpresst. Das heißt, wir müssen die Federbeine jetzt aufsägen, Adapterhülsen integrieren und dann zuschweißen. Die Adapterhülsen habe ich mir nicht einmal selber drehen müssen, die könnt ihr bei Mike, Sportwagenparts, Adresse seht ihr unten, kaufen. Ich löse die Schrauben vom Federbein unten ganz gerne, bevor ich den Wagen aufboge, dann kann ich rohe Kräfte walten lassen. Bevor man da richtig rankommt, muss erstmal das Luftleitblech für die Bremse raus. 2x10er Schlüsselweite. Die obere Schraube ist die sogenannte Exzenderschraube. Hier wird der Sturz verstellt und die untere Schraube ist nur die Halteschraube. Damit wir nachher wenigstens eine Grundeinstellung haben, Sturz müssen wir eh einstellen, markieren wir uns die Exzenderschraube. So, tüchtig Sprühöl drauf. Zuerst die Halteschraube und da kommt sie schon, aber wir brauchen einen ziemlichen Hebel. Das reicht dann schon, den Rest können wir machen, wenn wir oben sind. Nachdem sie mal lose sind, bogen wir auf. Vor dem Aufbogen machen wir natürlich die Radmuttern lose, sonst gehen sie so schlecht auf nachher. Wir bogen vorne auf, also sichern wir das Fahrzeug hinten mit Keilen. Wir nehmen den Wagen an der Aufnahme des Bordwagenhebers hoch. Dann unterstützen wir hier am Längsträger. Nehmen wir die andere Seite noch hoch. Jetzt können wir das Rädchen abnehmen. Vorhin schon gelöst haben, geht es jetzt natürlich einfacher. Bevor wir das Federbein jetzt demontieren, müssen wir die ganzen Kabel, wo da dran hängen. Hier habe ich auch ein neues gekauft, das wurde mal geflickt, machen wir nachher gleich mit. Und die Bremsleitung hier muss auch weg. Ich fange mal mit der Bremsleitung an. Einmal hier rausgezogen, dann ist die schon mal aus dem Weg. Jetzt gibt es da dieses Teil. Normal müsstet ihr die Lasche aufmachen. Da die aber gebrochen war, muss er zusätzlich noch aufgeschnitten werden. So. Und dann kann die Verbindung hier auch raus. Jetzt gibt es da hinten noch eine Masseleitung, die schraube ich von unten ab. Damit wir das Mütterchen nicht verlieren, schraube ich es gerade wieder drauf. Und dann muss hier hinten noch das ausgehakt werden. Es geht aber einfach mit Ziehen raus. Okay. Jetzt sind alle Kabel vom Federbein weg. Können wir das Federbein selbst ausbauen. So, die untere haben wir schon mal. Bauen wir mit der obere weiter. Den Exzenderbolzen treibe ich mit dem Durchschlag raus und der Durchschlag verhindert dann auch, dass das gleich nach vorne abkippt. Jetzt können wir auch die untere Schraube entnehmen. Der ist ja jetzt frei und wenn ich den Splint rausnehmen würde, würde der so weit rumhauen, dass mir das keinen Spaß mehr macht. Deshalb müssen wir den hier unterstützen. So, wenn wir die passende Höhe gefunden haben, sitzt der hier. Jetzt kann der Splint hinten raus. Das Federbein ist jetzt unten so weit lose. Können wir hier die 4 Schrauben mal lose machen. Dann haben wir unten ein bisschen Platz zum Kurven. 2 machen wir gleich ganz raus. Bis zum Ende ihre Gewindegänge lose. Gut. Der ist unten noch ein bisschen verklemmt. Jetzt ist er schon draußen. Okay. Solange der Dreieckslenker und die Spurstange drin ist, die wollen wir aber auch drin lassen,
kann man das Federbein nur schlecht ausfäden. Deshalb benutze ich so einen Federspanner, um das Federbein im Fahrzeug ein bisschen kürzer zu machen, dann geht es vielleicht da raus. So, den müssen wir so ansetzen, dass natürlich alle Klauen greifen. Dann fahren wir mal vorsichtig auf Kontakt. So, jetzt können wir genüsslich das Federbein ein Stückchen kürzer machen. Dauert jetzt ein Weilchen. Jetzt können wir die oberen zwei Mutter noch entfernen. Jetzt ist er hier komplett lose, kann er nach unten raus. Das Federbein hier in den Schlitz reinnehmen. Vorsichtig aus dem Kotflügel rausholen. So, das war mal das Federbein. Am besten spannt er dann das Federbein in den Schraubstock ein, also den Federspanner. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie man die Zentralschraube kommt. Ich glaube, da gibt es irgendwo eine Nut hier. Hier könnt ihr die Kappe vorsichtig mit dem Schraubenzieher aushebeln. Und da sitzt die Verschraubung drunter. Diese Verschraubung darf man allerdings erst dann lösen, wenn die Feder vollkommen frei ist. Von dem Zustand sind wir noch ein Stück weit entfernt. Das heißt, wir müssen erstmal stärker spannen. So, ihr seht, die Federteller sind komplett frei. Jetzt können wir die zentrale Mutter aufmachen. Dafür braucht man jetzt ein bisschen Spezialwerkzeug. Und zwar ist das eine 22er Sechskant. Ich nehme immer so eine offene Langstecknuss. Habe ich mir mit der Flex hier einen Eingriff reingemacht. Jetzt kann man die so einsetzen und der Imbusschlüssel kann dahinter. Mit viel Gewalt geht das Ding dann auf. Jetzt wird es hässlich. Jetzt müsst ihr euch nämlich ganz langsam da rumarbeiten. Es geht immer 60 Gradweise. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Irgendwann ist dann das Mischding auch außen. Dann kommt das Domlager runter. Der obere Federteller. Da ich mit diesem Überwurfmanschette da nicht durch die Klauen komme, entspannen wir erstmal wieder. Jetzt kommt das ganze Teil raus. Die Feder und die Manschette kann ab. Und jetzt sehen wir das Problem an der ganzen Sache. Hier sind die verpressten Federbeine. Jetzt muss erstmal diese Kappe hier runter. Die Kappe könnt ihr erstmal mit dem Meißel abtreiben. Seht ihr, sie kommt schon. Immer rundherum ein bisschen ansetzen, dann geht es ohne Probleme. Und unten ist das Teil. So, jetzt seht ihr das eigentliche Problem. Die haben hier das ganze Federbein umgefaltet, um den Stoßdämpfer innen zu halten. Und das müssen wir jetzt wegkriegen. Jetzt ist das Problem, wenn wir gleich mit der Flex rangehen, kann das sehr leicht brennen, weil nämlich drin ist ja lauter Öl. Das heißt, wir müssen zumindest eine von den Dingern erstmal umfalten und dann lassen wir das Öl ab. Ich gehe jetzt mit dem kleinen Meißel hier hinten dran und versuche das nach vorne abzuhebeln. So, irgendwann seid ihr dann auch durch und dann kann erstmal das Öl raus. Die restlichen Einpressungen machen wir jetzt mit der Flex weg. Das meiste Öl ist ja draußen, trotzdem habe ich mal einen Feuerlöscher daneben gestellt. So,
jetzt kommt der nächste Teil des Innenlebens raus. Und da dürfte jetzt auch noch ein bisschen Rum drin sein. So, von unserer Klopferei sind hier überall noch überstehende Kanten und die müssen wir jetzt dort entfernen. Dann kriegen wir auch den Rest des Innenlebens raus. Wenn mal genügend frei ist, sehen wir über das ganze Innenleben und wir können alles rausnehmen. Um das Federbein zu kürzen, habe ich mir folgende Höhlenmaschine ausgedacht. Theoretisch könnte man auch einen Rohrschneider nehmen. Ich weiß nur nicht, wie man dieses Federbein so festmachen will, dass der Rohrschneider greift. Ihr müsst die Federbeine um 44,5 mm kürzen. Zum Kürzen des Federbeins habe ich mir folgende Konstruktion überlegt. Wir schneiden es hier auf der Fräse rechtwinklig runter. So, den Grat vom Fräsen innen müsst ihr mit der Beile wegmachen. Vor dem Schweißen müssen wir hier den Lack wegmachen und eine Phase drauf. Wichtig, weil das Zink muss auch weg. Und dann eine Phase. Reihe rum blank, kein Zink mehr drauf und hier eine Phase zum Schweißen. Jetzt müssen wir noch die Späne da oben wegmachen. Die Späne holen wir mit ein bisschen Pressluft raus und nochmal mit dem Ofenputzer rein. Nachdem der die richtige Länge hat, angefasst und blank ist, kommt die Hülse da rein. Die treibt er jetzt vorsichtig mit dem Gummihammer und der Zwischenlage runter. Das Gewinde hat 7 Gänge. 5 davon soll da drin sein, dann stimmt der Spalt mit der Hülse. Hier fängt es an einzuhaken. 1 Umdrehung, 2 Umdrehungen, 3 Umdrehungen, 4 Umdrehungen, 5 Umdrehungen. Das ist perfekt. Der Stoßdämpfer muss von der Mutter gedrückt werden und nicht sozusagen unten lose sein. Jetzt drückt die Mutter im Federbein. So, jetzt müssen wir diese Nut hier zuschweißen, dann ist die Hülse endgültig mit dem Federbein verbunden. Jetzt punkten wir die gegenüberliegende Seite an, dann nochmal die 4 Kanten und dann verschweißen wir von Bogen zu Bogen. Wenn wir das mal rundherum angepunktet haben, ziehe ich jetzt die Naht durch. Also dem Loch, wo der Naht ist. Und so eine Naht legen wir jetzt außen rum. Aussieht. Die überstehende Naht machen wir jetzt mit der Schleifscheibe weg. Nach dem Schleifbock sieht die Geschichte so aus. Vor dass wir das jetzt lackieren, gehen wir mit dem Schleifpapier drüber. Ich fange mal mit 200er Körnung an, dann 400er, dann 800er.
Ihr seht, allmählich kriegen wir hier einen ganz anderen Glanz und das ist immer noch riefig, hier wird es allmählich glatt. Nachdem sie glatt sind, reiben wir sie gut mit Nitro oder Aceton ab. Kleine Schadstellen, immer 2% Herd dazugeben, die spachteln wir ein bisschen durch. So, weil ihr zu viel gespachtelt habt, müsst ihr natürlich wieder wegschleifen. Gleiche Prozedur wie vorhin, von grob zu fein. Da wir die Pulverbeschichtung im oberen Teil erhalten wollen, müssen wir das vorm Fundieren schützen. Machen wir einfach so eine Milch wieder rein und jetzt kleben wir hier auf dem Rand ab. So. Da unten kleben wir auch zu, dass da kein Sprühnebel reinkommt. Die Dosen müsst ihr immer gut aufschütteln, 3 Minuten lang. Am Ende der Sprüherei stellt er die Flasche auf den Kopf und lässt die Farbe ab, dann verstopft die Düse nicht. Als nächstes kommt eine Lage Spritzfüller. Ein paar Stunden später können wir unser Weihnachtspaketchen dann auspacken. So, hinten kleben wir jetzt gut im schwarzen Bereich auch noch gleich die Kante ab für den nächsten Anstrich. Der Füller wird jetzt nass mit feinem Schleifpapier. Ich fange mal mit 400er an, geschliffen. Auch ruhig die Übergänge hier, weil nämlich da müssen wir ja nachher auch drauf lackieren. Schwarzlackierung müssen wir natürlich wieder abkleben. Bei dem Gewinde klebe ich sogar so ab, dass ich den oberen Gang da kommen wir nachher mit der Schraube eh nicht hin, den können wir auch mit Schwarz machen. Jetzt wird schwarz, was schwarz sein muss. Guten ablüften und dann gehen wir in mehreren Gängen durch. Immer schön im Kreuzgang, also einmal quer, einmal vertikal. Beim alten Stoßdämpfer ging das Öl ja bis außen. Dann war diese ganze Fläche dafür da, die Wärme abzuführen. Wenn ich jetzt nur eine Patrone innen reinsetze und die Patrone durch die vielen Reibungen sehr heiß wird, kann sie die Wärme nicht mehr richtig abführen. Deswegen kann man jetzt bis zu 2/3 der Höhe mit ATF3-Öl auffüllen. Ich habe das für euch mal ausgerechnet, das sind maximal 200 Milliliter Öl. Ich mache mal so knappe 180 rein. Und ein Löffelchen für Mami. Und ein Löffelchen für Papi. Bevor ihr den Dämpfer jetzt einbaut, muss der einmal zusammengedrückt werden. Das Fett bleibt jetzt dran. Den Ring fettet ihr mit Synthetikfett ab. Ihr könnt auch das übrige von dem Stoßdämpfer nehmen. Dann macht ihr den Ring mit der Ferse nach unten hier oben in den Einsatz. Das passt hier genau bündig. Hier oben auf den Sitz und vor allen Dingen dann die Dichtung der Mutter gut mit Synthetikfett einfetten. Jetzt kommt die Patrone runter. Dann kommt die Mutter vorsichtig oben drüber. Und jetzt müsst ihr das Gewinde finden. Und dann wird es angezogen.
So, jetzt hat diese Mutter so eine lustige Nut hier und nur mit dem Spezialschlüssel kann man die vernünftig anziehen. Ich habe mir den Spezialschlüssel mal aus dem Vollen gefräst. Dazu gibt es ein extra Video, könnt ihr euch anschauen, wie das geht. Der kommt hier drauf, muss dann gut in der Nut einrutschen und dann kann man hier, da der Schlüssel hier eine zusätzliche Verlängerung bietet, muss man das Drehmoment erst umrechnen. Das sind 5 cm, der Schlüssel ist 50 cm lang, sind 10%, 130 ist der Nennwert, das heißt 13 Newtonmeter weniger, kommen wir so bei 115 raus. So, mit vereinten Kräften. Und wir haben die 115 Newtonmeter. Beim Zusammenbau dürft ihr diesen hübschen blauen Kondom nicht vergessen. Dann kommt der Stoßdämpfer von hinten wieder in den Federspanner. Und jetzt müsst ihr aufpassen, hier ist der Anfang der Feder, das muss genau aufeinander passen. Dann können wir das Teil wieder genüsslich zusammenspannen. Die oberen Federteller sind ziemlich verrostet, aufarbeiten lohnt sich nicht, die gibt es noch neu für kleines Geld im Porsche Zentrum. Auch hier wieder, die müssen auf dem Anschlag sitzen. Genau so. Unten muss die Feder auch auf dem Anschlag sitzen. Beim Domlager sieht die Geschichte ganz anders aus. Die kosten einen unverschämten Preis. Ich fette die mit Fett ab, sie sind aber auch relativ unverwüstlich, also die kann man durchaus wieder einsetzen. So, dann kommt das Domlager da oben drauf. Und dann kommt die neue Sicherungsmutter da oben drauf. Unbedingt eine neue benutzen. So sieht es schon mal vernünftig aus. Jetzt dreht sich alles mit. Hier haben wir noch zu wenig Spiel, das heißt wir müssen noch ein klein wenig spannen. Die Mutter sitzt zwar schon drauf, wenn wir sie jetzt anziehen, verfälscht das Drehmoment. So, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und jetzt geht es wieder viertelumdrehungsweise wieder los. Die Zentralmutter des Dämpfers müsst ihr wieder mit dem Spezialwerkzeug, also offener 22er, gegengehaltener 6er Imbus diesmal beim Bilstein, mit 77 Newtonmeter anziehen. Wir probieren unser Glück. Stopp. Beim Entspannen schauen wir jetzt mal, dass diese Federteller wieder passen und es auch richtig hier reinrutscht. Dann schauen wir nämlich nachher ein Problem. Ich habe jetzt den Federspanner nochmal so gedreht, dass wir die Feder verkürzt im Fahrzeug einbauen können, aber dort den Federspanner ausbauen. Also hier ist die Seite nach außen und der Federspanner ist auch nach außen. Die Dichtung da oben wechseln wir natürlich auch, die gibt es für kleines Geld immer noch im Porsche Zentrum, auch kein Problem. Hier vorne am Teller gibt es ein Loch. Dafür gibt es oben ein Dorn. Das heißt, das ist die Außenseite, die zu mir zeigt. Auch hier unten ist die Außenseite. Das heißt, das Federbein muss so ins Auto wieder vorgespannt. Guck mal, ob du es hinkriegst. Hier erstmal mit dem Dorn, dann kann das schon mal nicht verrutschen. Und jetzt gucken wir mal oben, wie wir da rauskommen. So, noch eine. Dann können wir hier das Federbein mal hochziehen. Ich habe hier neue Sicherungsmuttern benutzt. Über Kreuz. So, jetzt machen wir erstmal unten weiter. Richte damit dem Dorn aus. Und dann müssen wir schauen, dass wir von hinten die Schraube reinkriegen. Ich müsste versuchen, das mit dem Dorn so auszurichten, bis das irgendwann hinkommt. Aha, die ist durch.
und durch ist sie. Sehr schön. Aber oben muss natürlich die Exzenterscheibe. Und dann eine neue Stoppmutter. Unten das gleiche, komischerweise ohne U-Scheiben. Es gibt aber auch Ausführungen mit einer längeren Schraube, da kommen dann 2 U-Scheiben drunter. Aber hier wird es ohne U-Schraube verbaut. Können wir schon mal ein bisschen zumachen, festziehen machen wir natürlich später. Den Exzenterbolzen müsst ihr so drehen, dass er wieder die Farbmarkierungen trifft. Dann hat man wenigstens ungefähr die alte Einstellung. So. Gut. Haltet ihr hier die Exzenterschraube fest und dann zieht er von da auch mal so leidlicher an. Aber auch nur so, dass noch alles beweglich bleibt. So, jetzt müssen wir langsam den Federbeinspanner wieder entspannen, aber aufpassen, dass er hier wieder am Teller und oben im Teller sitzt, sonst haben wir da Ärger. Wenn er dann ganz los ist, kann der Federspanner wieder raus. Jetzt kontrolliert er nochmal, dass die Feder auch wirklich in den Tellern richtig drin sitzt. Die sitzt und da oben sitzt sie auch genau im Teller. Dann können wir da oben das hübsche Käppchen wieder draufstecken. Die Schrauben hier oben bekommen 25 Newtonmeter über Kreuz. Den defekten Halter stecken wir auch wieder drauf. Ich habe einen neuen gekauft. Und jetzt, damit er hält, hat er da innen eine Niet. Jetzt müsst ihr die Niet hier eintreiben. Und dann hält der bombenfest, die verschwindet. Und dann kann auch gleich der Sensor wieder hier rein. Das ist ABS und Bremse. Und dann muss er hier wieder einrasten und jetzt sind die ganzen Kabel hier fest. Das ist der Warnsensor und das ist die ABS. Auf das Gummiteil von der Bremsleitung machen wir ein bisschen Glycerin, dann flutscht es einfach in seinen Halter rein. So, Bremsleitung. Das gleiche mit dem Kabelbaum. Ein bisschen Glycerin drauf, dann flutscht es besser. Und dann kommt der hier in seine Halter. Jetzt müssen wir hier noch die Masseleitung drunter schließen, die hat eine Zahnscheibe. Dann sind die Teile noch soweit, das heißt ein bisschen Polschutzfett drauf. Die Zahnscheibe liegt unten, dann kommt der Kontakt und dann kommt das kleine Mütterchen. Die Masseverbindung für den Warnkontakt, für den ABS-Geber. Theoretisch könnt ihr jetzt den Drehmomentschlüssel auspacken, aber das geht auch mit Gefühl. 10 Newtonmeter. Jetzt kann das Rädchen wieder drauf, weil zum Sturz einstellen brauchen wir ja die Räder. Die ziehen wir jetzt mal handfest an. Das reicht für die Sturzeinstellung. Dann er ganz langsam wieder auf seine Räder zurück. Wenn er auf den Rädern steht, können wir mit 130 Newtonmeter auch gleich die Radmuttern anziehen. Ich muss jetzt noch den Sturz einstellen. Wie das geht, habe ich euch aber in einem anderen Video gezeigt. Das schaut in Ruhe an, ist genauso wie hier beim Porsche. Auf der Seite haben die alten Markierungen ganz gut hingehauen. Ich habe jetzt den Sturz nachgemessen. So in der Stellung ziehen wir jetzt mit 100 Newtonmeter fest. Auf oben halte ich gut gegen, dass mir die Exzenterschraube nicht wegläuft. Und hier gibt es 100 Newtonmeter Drehmoment. So, auch bei der unteren. Und wir haben die 100 Newtonmeter. Nach der Probefahrt habe ich die Sturzwerte nochmal überprüft. Die richtigen Werte sind übrigens 0 plus minus 10 Minuten ab Modell 90.
Die zieht er leidlich an. 10 Newtonmeter wären das richtige Drehmoment. So, das war jetzt eine relativ aufwendige Geschichte. Aber wir können jetzt für alle Zukunft einfach Bilsteinpatronen einschrauben. Und wir haben jetzt die sportlichen B6 drin. Also, tschüss, bis zum nächsten Video.